Wir sind mal wieder bei der Firma Variomobil und wollen uns anschauen, wie weit unser neuer Vario jetzt ist, wie weit der Baufortschritt ist. Und dazu möchte ich euch mitnehmen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Jeder, der sich hier bei Vario ein neues Fahrzeug bauen lässt, kann in gewissen Abständen hierher kommen und sich anschauen, wie weit der Baufortschritt gediehen ist. Wir treffen wieder hier auf Heiko Hülsmann. Er begleitet den Bau und ist Planer dieses neuen Fahrzeuges oder unseres neuen Fahrzeuges. Und mit dem werden wir gleich schauen, wie weit das Ganze jetzt gediehen ist. Und da gehen wir jetzt mal rein in die Werkstatt bzw. in die Produktion der Firma Variomobil. Wir waren in den letzten Wochen zweimal bei Variomobil. Einmal im August, das war glaube ich Mitte August, und einmal Ende September. Oder das, dieses Mal, was ich hier zeige, ist Ende September. Nur zur Information, weil wir dann in unterschiedlichen Kleidungen so zu sehen sind. Es gibt ja schon 2 Videos zu unserem neuen Vario Star, wie er im Bau ist. Ich verlinke die hier mal, damit ihr das nochmal angucken könnt, falls ihr das noch nicht gesehen habt. So sah es noch beim letzten Video aus. Das Fahrzeug war noch nicht lackiert, auch innen drin war noch wenig passiert. Und jetzt geht es aber richtig weiter. Schauen wir mal rein, was so kommt jetzt. Man ist noch mit der Vorderfront beschäftigt. Alles wird hier ja von Hand hergestellt, habe ich schon häufiger erwähnt. Hier muss man jetzt auch die Abschleppöse noch wieder anbringen oder verschweißen. Gott sei Dank habe ich die bei meinem jetzigen MAN nie benutzen müssen oder brauchen müssen. Das Fahrzeug ist jetzt so weit fertig, dass es jetzt kurz vor der Lackierung ist. Natürlich muss es, bevor es lackiert wird, ganz sauber geschliffen werden, damit die Oberfläche ganz glatt ist. Sonst würde man nachher alle kleinen Beulen oder Unebenheiten am Fahrzeug erkennen, beziehungsweise nach der Lackierung fällt das doppelt eher auf, wie jetzt, wenn der Lack ganz matt ist. Richtigerweise muss man sagen, das ist ja noch kein Lack, sondern das ist Grundierung. Das Fahrzeug steht jetzt ja in der Lackiererei bei der Firma Variomobil und wird jetzt von Mitarbeitern komplett lackiert. Am Ende ist es eine Zweischicht-Lackierung mit Metallic-Effekt. Am Ende kommt noch ein Klarlack obendrauf oder Mehrschicht-Klarlack, ich weiß es nicht ganz genau. Jedenfalls das halte ich für ganz wichtig, denn ich habe das bei meinem jetzigen Fahrzeug gesehen. Wenn ich mir mal eine kleine Schramme fahre oder einen Kratzer vom Baum drin habe, dann kann ich die fast immer so mit Poliermittel wieder rauspolieren. Auch in diesem Video beantworte ich wieder Fragen, die in den vorherigen Videos in den Kommentaren gestellt worden sind. Da gibt es unter anderem die Frage, ob man bei Vario nur einen Farbton kriegt, also nur eine Farbe. Das ist natürlich nicht so, aber das kann natürlich am besten der Heiko Hülsmann beantworten und dem stelle ich jetzt die Frage. Jetzt könnte man den Eindruck haben, so war es zumindest auf der Messe, dass ihr immer nur eine Farbe herstellt oder die Autos nur immer in einer Farbe lackiert. Das ist aber nicht so. Das ist zufällig tatsächlich so auf der Messe jetzt speziell gewesen. Da standen sehr viele silberne Fahrzeuge, wobei auch der Silberton variiert. Da gibt es einen Silberton, der leicht bläulich schimmert. Da gibt es einen Silberton wie bei diesem Fahrzeug, der so leicht sandig ist. Aber hinter mir siehst du zum Beispiel ein Fahrzeug, was blau metallic lackiert wurde. Also letztendlich machen wir alle Farben. Sie dürfen nicht zu dunkel sein, wegen der Wärmeentwicklung in der Seitenwand. Ansonsten kann der Kunde die Farbe frei wählen. Okay. Da sehe ich im Hintergrund so ein oranges Fahrzeug, aber das ist gewerbliche Geschichte. Das ist dann eher kein Wohnmobil. Ich weiß nicht, ob ein Wohnmobil in Orange so richtig schick ist. Nee, aber im Prinzip kann man die Farbe haben, die man möchte, wenn man so ein Variomobil bauen lässt, kann man sagen, okay, ich möchte jetzt ein knalliges Rot haben, das wäre für euch dann kein Problem, der Kunde muss da nur mit umgehen können. Dann. Ja, wir haben im Prinzip sehr viele Farben schon gemacht, ob das ein Rolls-Royce Weiß ist, ich habe letztens ein Fahrzeug ausgeliefert, gibt es auch ein Video davon, einen Alkoven mit einem Uni-Grau, das ist so wie das Nardo-Grau von Audi.
gerade einen neuen Farbton in der Probe. Das ist so ein Kreidefarbton, sieht auch schick aus. Nein, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, ja. Okay. Unser Vario Star ist jetzt zwischenzeitlich fertig lackiert worden und so wird er transportiert. Er kann selber nicht fahren, das Fahrzeug ist klar, weil noch alles nicht komplett ist. Und so wird er gezogen und in die Produktion zurückgebracht. Jetzt geht's los mit vielen Details im Fahrzeug, unter anderem auch mit der Elektronik. Dort werden die Komponenten des Herstellers Victron verbaut. Da geht es einmal um die Ladetechnik und natürlich auch um die Batterien, Lithiumbatterien. Alles ist vom Hersteller Victron. Jetzt laufen auch einige Arbeiten schon parallel. Das heißt, man hat innen drin schon die Heizungsinstallation fertiggestellt. Wir bekommen eine Fußbodenheizung. Das Ganze wird betrieben mit einer ALDE 3020. Natürlich werden auch noch Heizungskonvektoren mit verbaut, sodass rundherum das Fahrzeug überall gut beheizt werden kann. Man sieht hier die Abflussrohre. Das ist solide Haushaltstechnik. Das Ganze ist natürlich stabil und langlebig. Hier sieht man im Dach die Öffnung für den Kühlschrank. Dort entweicht die warme Luft, die hinter dem Kühlschrank entsteht, und auch die Abgase. Man hat dadurch einen Kamineffekt und das Ganze ist dann von der Kühlung etwas besser. Jetzt noch eine weitere Frage an Heiko Hülsmann, die auch in den Kommentaren gestellt wurde. Heiko, an dich eine Frage, und zwar geht es darum, warum schneidet ihr die Ausschnitte für Fenster und Türen erst dann hinein, wenn die ganze Sache schon steht? Du musst dir vorstellen, dass wir zunächst die Kabine bauen, das heißt die Wände stehen, die Front ist davor, die Rückwand ist dran. Wir zeichnen dann die Möbelwände an, also ich sag mal eine Küchenwand, eine Badwand, und wissen dann exakt, wo muss das Fenster hin. Du hast bei diesen Längen schon mal so ein paar Millimeter drin, wo da ein bisschen Spiel sein kann und ein bisschen Veränderung sein kann. Und damit es exakt passt, zeichnen wir erst die Möbelwände an und wissen dann, aha, hier gehört das Fenster hin. Okay. Unser neuer Vario Star hat ja keine Außenspiegel mehr. Er hat ja ein Spiegelersatzsystem und das erläutert uns Heiko jetzt mal kurz. Jetzt, ich sag mal, das System, das Spiegelersatzsystem, was dann an unserem Vario Star dran kommt. Und hier siehst du eben noch einen Vario Star mit den großen Spiegeln. Und das ist dann das Teil, was da dran kommt. Ich halte das mal dahin. Ja. Also so sitzt das nachher hier dran, ein bisschen weiter vorne. Ja. Ja. Ja, mehr ist das dann. Und das ist dann schon alles. Ja. Wird das auch in Fahrzeugfarbe lackiert oder bleibt das so dunkel? Eigentlich sollte das so dunkel bleiben, weil wir sagen, das passt irgendwie zu so einem Fensterrahmen. Ja. Ich weiß nicht, ob man das lackieren will. Okay. Können wir drüber sprechen. Gut. Jetzt zum Thema Fenster. Gerne hätten wir Echtglasfenster gehabt. Das ist ein bisschen schwierig bei unserem Gewicht, 7,5 Tonnen. Die Fenster würden dann mehr als 100 Kilo dazu bringen, die Echtglasfenster. Und so haben wir uns für Kunststofffenster entschieden. Da gibt es aber inzwischen auch schon gute Qualitäten. So wie du es beim Perfect hast. Und das ist jetzt das Acrylglasfenster für den Star. Ach so. Ja, du siehst ja fast, oder du siehst ja eigentlich keinen Unterschied. Ja, richtig. Ach, so gut sehen die heute aus. Ja. Ja. Und ja, deswegen kann man die also ruhig nehmen. Ne? Ja. Alle Staufächer werden mit Filz ausgekleidet. Das ist auch bei unserem jetzigen Wohnmobil schon so, bei unserem jetzigen Vario Star. Das hat sich als gut bewiesen oder herausgestellt. Also das Ganze ist immer noch sauber und ordentlich, auch nach vielen Jahren. Zwischenzeitlich hat man auch mit dem Möbelbau begonnen für unser Wohnmobil. Das wird natürlich alles hier auch in der Werkstatt hergestellt. Man hat eine eigene Tischlerei und dort werden die Sachen gefertigt. Hier wird jedes Teil einzeln für unser Mobil angefertigt.
Wir haben uns in der Tischlerei so ein bisschen umgesehen. Und nur damit da keine Missverständnisse aufkommen, diese Möbel, die man hier sieht, das sind nicht die Möbel für unser Mobil. Man wundert sich so an so einem Tag, wie schnell die Zeit vergeht. Wir sind über Stunden jetzt schon hier in der Produktion bei Variomobil und finden immer noch wieder neue Details, die wir so am Anfang gar nicht gesehen haben, aber die einen natürlich interessieren, wenn das um das eigene Mobil geht. Jetzt machen wir mal einen Schnitt. Inzwischen sind 6 Wochen vergangen und nun sieht das Fahrzeug schon ganz anders aus. Mich interessieren natürlich auch die neuen technischen Dinge des MAN TGL, wie den Notbremsassistenten, Spurassistenten und was es da noch so gibt. Alles das kann Heiko Hülsmann mir alles gut erklären. Oh, da ist ein Knochen jetzt, da kannst du die abschalten. Ich wollte nicht. Aber habt ihr auch Kabelkabel genommen da? Ne? Soll ich was sagen? Ja. Das muss. Ja, das Da glaube ich. gibt es ja keine Wenn und Aber. Nee. Das ist ja gerechnet und das muss ja nicht. Ja, nee. Und jeder, der sagt, das ist zu dick oder wir nehmen andere, das ist ja falsch. Richtig. Weil das hier alles abgedeckt ist. Also wo Da kann dir also nichts Nein, passieren. das kann nicht passieren. Nein. Das Also kann dir nicht passieren. Nicht, dass da irgendwie ein Metallteil hinfällt und es gibt einen dicken Kurzschluss. Nein, das geht nicht, weil das alles abgedeckt ist, wo irgendwo was wäre. Also So, keine und- freien Kontakte da sind. Und das Schöne ist, es ist halt frei zugänglich, du siehst es. Ja, Hier ist auch eine Wärmeentwicklung irgendwo. ja die muss auch weg. Ja, die muss dann weg, wenn du das verkleidest, musst du schon wieder für Ja. Zu- und Abluft sorgen. Also klar, wer das abgedeckt haben möchte, kann es bekommen, aber ja. ich persönlich... Nee, okay. ja. Ladewandler, Ah ja, den Orion mit 70 Ampere. ja, okay. Es ist ein Ladebooster mit 70 Ampere verbaut, der also die Batterien lädt, wenn der Motor läuft. Dann habe ich einen zusätzlichen Solarregler einbauen lassen, damit ich, wenn ich wie bisher ein Solarfeld daneben stellen möchte, das machen kann und ihn dort anschließen kann. Mit unseren habe ich ja immer zu tun. Und die eine Seite kriegt den auf und die andere Seite nicht. Und da muss ich immer mit und habe gesagt, du musst da reingreifen und töten. Ich sage, wie soll ich das mit? Ja, und das ist das Schöne, dieses zentrale Schloss, das ist leicht zu bewegen und dann kommst du da drin. Der Garage ist schon groß. Und zwischendurch muss man immer mal wieder auf die Zeichnungen schauen. Dann weiß man wieder ganz genau, was wir geplant hatten. So wusste ich nicht mehr genau, wie viel USB-Steckdosen wir da eingeplant haben. Aber das können wir alles anhand der Zeichnung gut erkennen. Auch der Innenausbau ist jetzt schon ein ganzes Stück weiter. Wir sehen hier den Apothekerschrank, der jetzt bei dem neuen zweigeteilt ist. Es gibt einen oberen und einen unteren Auszug. Wir haben das Holz Asteiche gewählt. Kann man jetzt noch nicht alles so gut erkennen, weil teilweise das noch abgeklebt ist, um nichts zu beschädigen. Teilweise ist Filz draufgeklebt. Sieht nachher am anderen Ende doch etwas schöner aus als jetzt im Moment. Das Holz, was hier verbaut wird, ist ein Möbelbauholz, was beidseitig mit Echtholzfurnier beschichtet wird. Sind eigentlich schon Spiegelschrank schon. Oh ja. Jeder hat seinen Kleiderschrank. Alles, was man hier aus Frischwasser und Abwasser sieht, ist aus der Haushaltstechnik. Das ist auch ein Punkt, den ich für sehr wichtig halte, dass alles gut befestigt ist, alles verschraubt ist, damit nichts klappern kann. Den Kühlschrank kannst Ja, du... und das hier, das Gefrierfach auch. Ach, hast Das auch nicht mehr kannst- so hoch jetzt das Nee, Gefrier. das kannst du nach beiden Fächern. Ach so, kannst du Ich noch... habe jetzt den Backofen etwas höher, aber der ist ja noch so, dass ich das gut sehen kann. Ja, Weil das ist ja nicht jedes Mal um zu. okay. Das ist die Zuluft zum Auto, Ach so. beziehungsweise Entlüftung. Die endet hier, da, Ja. unter dem Konvektor. Das heißt, wenn kalte Luft reinströmt, wird die durch den Konvektor erwärmt und du kriegst keine kalte Luft ins Auto. Also eine sogenannte B-Lüftung. Ja, und eine Entlüftung am tiefsten Punkt, wo du nachher, wenn Gase sammeln sich am tiefsten Punkt, dass die weg können irgendwann. Ach so, Ist Vorschrift. ist Vorschrift. Oder ist eine Norm. Ah ja. Ja, jetzt nochmal hier. Ah ja, da ist der Wasserfilter drin. Druckausgleichsgefäß, ja. Das ist der Anschluss für Frischwasser. Frischwasserbefüllung, Ne? genau. Ja, genau.
Auch auf dem Dach ist schon einiges passiert. Die Antenne ist aufgebaut. Ja, man sieht hier auch im Vordergrund die Entlüftung oder den Ventilator im Küchenbereich. Und hinten haben wir natürlich die Solarfelder. Das ist im Moment alles abgedeckt. Da kann ich jetzt im Moment nicht selber viel erkennen und dazu viel erklären. Aber das werde ich später noch machen. Alle Außenstaufächer sind isoliert, sind beheizt und mit Nadelfilz ausgelegt. Da haben wir ja richtig Platz jetzt. Ja, da haben wir letztes Mal schon. Ja. Getan. Ja, so langsam habe ich mich an die neue Front von Vario Mobil oder unserem Vario Star gewöhnt. Am Anfang war ich da ja nicht so von überzeugt. Wenn man 16 Jahre lang einfährt und hat man sich so lange dran gewöhnt an die Front, dann ist die Umstellung natürlich nicht so ganz einfach. Aber Heiko, sag du was dazu. Ich weiß, was du meinst. Ich sehe das immer so ein bisschen und vergleiche das mit so einem Musiktitel. Wenn du einen neuen Musiktitel hast und du bist sofort Feuer und Flamme und sagst, boah, laut und richtig cool, dann hörst du den 5-mal und sagst, jetzt wird schon wieder ein bisschen langweilig. Und das geht bei so einer Ansicht, bei so einer Front genauso. Du musst die sehen und sagen, ja, irgendwie interessant, aber vielleicht muss ich mich erst dran gewöhnen. Und dann ist das ein Gesicht, eine Front, wo du langfristig Lust drauf hast und die sehen kannst. Das ist wie mit dem Musiktitel auch. Erst denkst du, ist der schön? Und nach dem 3., 4. Mal hören denkst du, schöner Titel. Und dann hörst du den über 2 Jahre. Und das ist hier so ähnlich. Und das ist auch beim Perfect so gewesen, beim neuen Perfect. Haben auch viele gesagt, ja, jetzt sagen alle, boah, sieht hammermäßig aus. Über die Zeit, wo man sich dran gewöhnt hat. Ne? Und das ist ja so ein bisschen der Trick, so ein Design zu gestalten. Und das ist hinten die kleine Kamera für die Rückfahrkamera jetzt. Oder 360. 360-Grad-System. Ja, ja, auch, ja genau. Es gibt noch so viele Details und Sachen, die ich hier eigentlich zeigen müsste im Video. Aber das wird dann zu lang, das Video. Also ich bin immer der Meinung, 20 Minuten so ein Video, dann muss es mal reichen. Und daher habe ich mich entschlossen, noch weitere 2, wenn nicht sogar 3 Videos zu unserem neuen Vario Star zu veröffentlichen. Da wir gerne die Fertigstellung des Fahrzeugs noch weiterhin begleiten möchten oder den Bau, werden wir etwas später nach Spanien fahren. Geplant ist, dass wir Ende November starten Richtung Spanien. Das Fahrzeug wird wahrscheinlich im Dezember dann komplett fertig sein. Das muss ich vielleicht nochmal sagen. Wir werden dieses Fahrzeug erst im September 2023 übernehmen. Solange bleibt es im Besitz von Vario Mobil und dient dort als Vorführfahrzeug. Wenn ihr Fragen zu unserem neuen Vario Star habt, dürft ihr sie gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde versuchen, sie so weit wie möglich zu beantworten. Und wenn ich sie nicht beantworten kann, dann haben wir ja den Heiko Hülsmann und der ist der Fachmann und der wird sie bestimmt beantworten können. Ja, das war mein 3. Video zu unserem neuen Vario Star. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und bis dahin sage ich Bye Bye.